Herzlich willkommen zu Folge 3 von ESC im Doppel. Und wir fangen direkt an mit dem Gastgeber aus dem letzten Jahr. Etwas, das sich anhört wie eine Bestellung auf der Reeperbahn, ist aber der ukrainische Beitrag. Aljona und Jerry Hale mit Teresa und Maria. Mir gefällt die Staging. So. Diese Kombination mit Rappen, eigentlich, das ist von 90er, oder? Mit dem Singen zusammen. Ja, beim Eurovision ist sowas aber immer wieder modern. Das macht die Ukraine auch so gut. Oft kombinieren sie so dieses Traditionelle mit was Modernem, wie Kalisz Orchestra. Also gesanglich sehr stark, der Rap ist sehr stark. Aljona, also die Rapperin, war ja auch schon in der ukrainischen Jury des ESCs und Jerry Hale war eben auch schon im ukrainischen Vorentscheid. Also ich finde, es ist ein super Beitrag und zu Recht. Zweiter Platz, wenn es um den Sieg geht momentan bei den Wetten. Die Harmonisierung von die zwei Stimmen gut zusammengepasst. Die schaffen auf jeden Fall ins Finale, denke ich. Ich denke auch. Den Beitrag haben sie selbst geschrieben, das Lied, heißt deshalb Teresa und Maria, weil in dem Lied besingen die beiden, dass wir alle mit den gleichen Voraussetzungen geboren werden, weil selbst Mutter Teresa und auch die heilige Maria einfach nur als Menschen geboren wurden und hier auf dieser Erde waren, wie du und ich. Dann habe ich jetzt eine very uncomfortable question für dich. Aber sowas von. So, I have very uncomfortable question to you. Unsere Punkte für die Ukraine. Ja, ich kann mich gar nicht so gut entscheiden. 6 Punkte. Ich würde für Ukraine auch 6 Punkte geben. Und als nächstes schauen wir uns Zypern an, dieses Jahr vertreten von Silja Kapsis mit Laia. I'm feeling like ulala. Ja, wer tut das nicht? Oh la la. Ulala. Oh. I'm feeling like ooh la la. Ich Daydreaming habe, Fühlst denke du- ich mal so, irgendwie so immer ulala, ne? Ja, immer ulala. Ooh la la. Das ist so typisch für Zypern, ne? Immer eine schöne Frau, wenig Kleider und tanzbar. Und sie tanzt sehr gut, eigentlich. Jetzt haben wir schon das zweite Jahr in Folge jemanden aus Australien, der Zypern vertritt. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das Lied bei einem jüngeren Publikum sehr gut ankommt. Ich finde, ja, das Lied ist ein bisschen flach. Natürlich dieses Getanze und der Dance Break holen es wieder hoch. Gibt eben einen Grund dafür, warum dieses Lied zwischen den Ländern immer so ein bisschen rumgereicht wurde und immer abgelehnt wurde. Letztes Jahr soll den ja Griechenland abgelehnt haben und jetzt kommt dieses Lied eben zum ESC für Zypern. Ah, das ist erstmal so abgelehnt von Griechenland. Genau, Okay. ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sie ins Finale schafft. Aber stellt sich die Frage, ob dieses Lied stark genug um zu gewinnen. Meine Punkte für Zypern dieses Jahr sind 5 Punkte. Meine Punkte für Zypern sind 7 Punkte. Und dann bleiben wir doch gerade mal bei Interpreten aus Australien. Wir haben jetzt wieder dabei Electric Fields, diesmal mit dem Song One Milkali. Australien. Cooler Start. Ja, ich finde es sehr Eurovision. Starke Stimme, das Schnipsen. Muss ich schnipsen gern? Irgendwie, es gibt kein Intro, schon in die Musik eingestiegen. Ja. Stimmt, die haben nur alle so 3 Minuten, Ja. um die Publikum zu überzeugen. Oh, Toll. diese Intro war sehr stark. Ist noch stärker geworden. Cool. Ja, One Milkali bedeutet ein Blut. In dem Sinne von, wir sind alle nur Menschen, wir sind alle eins. So. Ist das Aborigine? Ah, okay. Ja, und zwar wir haben hier das Duo Electric Fields, die ja 2019 schon ein riesen Fan-Favorite waren. Sie haben den 2. Platz gemacht und jetzt sind sie wieder zurück. Ein super schönes Zusammenspiel aus dem traditionellen Aborigine und dem modernen Australien. Also Pluspunkte von mir, weil die eigene Sprache, Aborigine-Sprache, gut gemacht. Der Sänger Zachariah Fielding ist der Sohn von Robert Fielding, ein australischer Künstler. Und dieses Bild heißt Milkali Kuju, also auch Ein Blut, One Blood, wie der Titel des Songs.
Und dieses Bild ist eben auch die Inspiration zu diesem Lied. Auf diesem Gemälde sollen eben die Aborigines und die modernen Australier eine Einheit bilden. Ich bin sehr gut, sogar beeindruckend, dass dieses Team nochmal in australisches Finale gekommen sind. Danke, dass ihr nicht aufgehört habt. Ins Finale schon schafft ihr die eigene Sprache in Musik gebracht. Wie ich gesagt habe, immer passend zum Slogan United by Music. Ich finde, wie gesagt, diese Message super schön und es berührt mich und ich finde, genau diese Message muss ins Finale. Ich glaube aber, dass die ZuschauerInnen an dem Abend, die das zum ersten Mal hören und sich nicht vorher mit den Songs beschäftigen, dass sie diese schöne Message vielleicht überhaupt nicht verstehen. Für die schöne Message, für das schöne Lied gibt es von mir an Australien 6 Punkte. Meine Punkte für Australien sind 8 Punkte. Und von einer Band, die nicht aufgegeben hat, zu einer ganz wunderbaren Dame. Wir kommen zu Island. Hera Björk mit Scared of Heights. Jetzt muss aber was kommen. Jetzt muss es losgehen. Jawohl. Ja, das ist so eine typische Eurovision-Musik. Ja, sie ist ja jetzt wieder da, dass sie so super singen kann. Und das hat sie uns ja schon gezeigt 2010. Ich habe schon das Gefühl, dass sie so eine Profi ist. So. Sie beherrscht die Bühne. Wow! Boah, dieses Slow-Motion-Effekt. Bombe! Konnte man gut tanzen so damit, ne? Ich finde, das hat auch irgendwie so ein RuPaul's Drag Race Ding. Island ist ja ganz fantastisch daran in diesem Vorentscheid, wie geil sie die Bühne, das Staging und die Kameras und den Ton alles machen. Da würde man super gerne sehen, wenn sie den Vorentscheid schon so gut machen. Wie gut würde Island das als Gastgeber machen für den ESC? Ich glaube aber, das werden wir nächstes Jahr nicht erfahren. Obwohl sie toll ist, finde ich, dass es nicht für das Finale ausreicht. Es wird schwierig. Das hängt von immer das Performance ab, glaube ich, im Live-Show. Also sie hat Angst vor der Höhe, aber vor hohen Punkten braucht sie keine Angst haben, denn ich glaube, die werden nicht kommen. Meine Punkte für dieses Lied für Island sind 5 Punkte. Meine Punkte für Island sind leider 4 Punkte. Und jetzt reagieren wir auch schon auf das letzte Lied für dieses Video. Schon letzter? Jawohl, San Marino. Dieses Jahr repräsentiert von der spanischen Band, ich habe extra gegoogelt, wie man das so ausspricht, Mayara mit Once. Ist es eine Puppe oder ist es eine Person? Okay, krass. Die Choreografie ist schon krass. Oh, und jetzt wird es aber so richtig spanisch. Ja, es ist mit diesem Fuego-Effekt, ne? Ja. Im Prinzip kann sich ja jeder für San Marino bewerben. Ich habe es auch getan und auch die wollten mich nicht. Oh, schade. Ja, aber sie haben sich ja für San Marino beworben, weil sie letztes Jahr nämlich von Spanien auch nicht gewollt wurden. Starke Performance, würde ich sagen. Ja, da sie sich ja 2023 durch den eigenen Vorentscheid Benidorm nicht qualifiziert haben, dissen sie die ganze Veranstaltung so ein bisschen auch in dem Song. In dem Text singt sie ja auch, ja, wenn du mich nicht haben willst, dann will mich garantiert jemand anderes. San Marino ist mein Lieblings-ESC-Land, aber leider diese Genre von Musik ist nicht meines und ich kann nicht wirklich beurteilen. Und die haben so sehr gut komponiert und die Performance war sehr stark. Meine Punkte für San Marino, 3 Punkte. Meine Punkte für San Marino lauten auch 3 Punkte. Und das war Folge 3 von ESC im Doppel. Macht's gut. Mach's gut. Woke up to the yellow brick road.